Hallo liebe Hausbauhelden, herzlich willkommen zur heutigen Roomtour. Wir sind in München und schauen uns ein spannendes Loft an. Das war erst eine Lagerhalle, dann ein Fotostudio, wo Thomas Gottschalk, Veronika Ferres und Mats Hummels geshootet worden sind. Jetzt wohnt der Fotograf mit seiner Frau drin. Tolles Projekt, wir schauen es uns heute an. Hallo! Servus! Herzlich willkommen bei uns im Loft. Dankeschön. Das ist die Anna und ich bin der Martin. Kommt's rein? Dieses Loft, was steckt da dahinter? Was ist da die Geschichte? Ja, tatsächlich ist es eine alte Lagerhalle aus den 60er Jahren. Und hier wurden verschiedene Lampen gelagert, Platinen bestückt und richtig gearbeitet. Die LKWs waren im Hof jeden Tag, haben hier Lärm gemacht. Und 2007 haben wir das Gebäude gekauft und das erste Mal umgebaut zu unserem Fotostudio, zu einem Fotoloft, wo wir Events, Veranstaltungen, Fotoaufnahmen, Filmaufnahmen auch gemacht haben, viele Jahre. Und ja, jetzt wieder 10 Jahre später haben wir uns gedacht, es wäre eigentlich eine ganz, ganz tolle Wohnung. Die Räume sind super hoch, also wir haben hier von 3,60 Meter ein schräges Dach bis 4,10 Meter. Das weiß ich so gut von den Events früher, weil da musste ich immer die Deckenhöhe angeben. Und vorher war es halt ein großer Raum mit 2 Büros. Und wir haben daraus eigentlich Kinderzimmer, Gästezimmer, Schlafzimmer, Büro und die Living Area, also haben wir 5 Zimmer insgesamt geschaffen. Und das Ganze auf 300 Quadratmeter. Was uns wichtig war, nachdem es so ein großer Raum ist, dass man sich trotz der Deckenhöhe und trotz des großen Raumes, dass man sich wohlfühlt und nicht verloren fühlt. Und da kam dann auch die Auswahl der Materialien, dass wir dann gesagt haben, wir wollen einen schönen Holzboden haben, wir wollen auch warme Materialien, viel Messing und einfach den richtigen Mix, dass es nicht zu kalt wird für unseren Geschmack. Was sind so feste Materialien, Farben, die sich immer wieder finden und vielleicht auch warum? Holz, Stein, Gold, das ist halt für uns einfach schön, ja, was Natürliches mit ein bisschen Glitzer, Glamour zu verbinden. Also jetzt nicht, dass es einfach nur ganz kahl und Natur ist, sondern man sieht es ja an jedem Eck, also es glitzert halt auch so ein bisschen. Und das war uns halt sehr wichtig und das haben wir der Architektin so gesagt und die hat es halt dann für uns in Form gebracht, das Ganze. Erst dachten wir tatsächlich, wir machen alles ganz clean und weiß. Und dann so im Laufe der Zeit haben wir gesagt, also eigentlich ist das gar nicht unser Stil und eigentlich wollten wir das irgendwie gar nicht. Das ist so automatisch irgendwie gelaufen, dass es in so eine cleane Richtung gegangen ist. Und dann haben wir es nochmal komplett über den Haufen geschmissen und das ist halt dann draus geworden. Der Durchblick vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer. Das sieht man jetzt nicht alle Tage. Bitte erzählt mir was dazu. Wir haben uns schon immer gedacht, es wäre toll, wenn wir von unserem Bett aus in unser Wohnzimmer reinschauen. Und haben uns das dann so überlegt, dass wir eine große Scheibe in den Raum machen. Das Bett natürlich auch erhöht ist, also man muss 2, 3 Stufen hochgehen, dass man so ein bisschen von oben runter schaut. Und da kommt man dann eigentlich auch schon an die Detailfragen, die sich dann einem stellen. Wo ist dann plötzlich diese Höhe? Davor steht eine Couch, das war auch klar. Wie nah soll das Fenster zur Couch sein? Und die nächste Frage ist, wenn man dann quasi das Bett zu hoch heben würde, dann würde man ja wieder nur unter das Bett reinschauen. Im Schlafzimmer möchte man ja auch ab und zu mal ein bisschen Ruhe haben. Wie geht ihr denn damit um? Das war auch die Frage, weil wir überlegt hatten, erst von innen Vorhänge und, aber das hat einfach vom Design gar nicht gepasst. Und dann sind wir irgendwo über eine Folie gestolpert, die schaltbar ist und das fanden wir total modern. Wenn ich hier weiter gucke, an diese hohe Decke fallen mir die Träger auf. Die waren wahrscheinlich schon drin, nehme ich mal an. Die Träger waren tatsächlich schon in der Lagerhalle vorher, dunkel drin. Wir haben die dann fürs Fotostudio hell gestrichen, also die waren weiß zwischendurch. Und wollten die dann ursprünglich auch weiß lassen, haben uns dann im Zuge vom Umbau entschlossen,
damit man so diesen Industriestil ein bisschen beibehält, dass wir sie doch wieder dunkel machen. Und letztendlich sind sie dann jetzt wieder dunkel geworden und haben die aber jetzt beleuchtet, damit die einfach schön wirken. Also man kann auch verschiedene Lichtstimmungen schaffen, verschiedene Farben einstellen und es ist einfach, die Decke ist immer beleuchtet und damit ist das Wohnflair einfach nochmal abgerundet. Schwarz findet sich dann, wenn man ein bisschen weiter guckt, in dieser Wand hier oben wieder, Schwarz-Gold. Gold ist auch ein großes Thema bei euch, sieht man in ganz vielen Details. Wie seid ihr dazu gekommen? Ich glaube, das war wirklich Pinterest. Ja. Also das gab es so ungefähr. Diese, wir sagen, Fahrstühle, so ein bisschen wie so ein New Yorker Hochhaus, dann sieht das aus wie so beleuchtete Fahrstühle, die hoch und runter fahren. Sowas haben wir tatsächlich in Pinterest gesehen. Dann haben wir einen Schreiner gefunden, der uns das dann auch wirklich so, weil es musste ja genau auf diesen weißen Würfelmaß geschreinert werden und der hat das dann auch wirklich sensationell umgesetzt. Ich würde gerne mit euch mal in den nächsten Raum gehen, weil ich weiß, dass da noch eine ganz spannende Wand auf uns wartet mit dem Namen von diesem Loft, El Patio. El Patio, der Schriftzug ist auf jeden Fall selber von euch angefertigt, oder nicht von euch, sondern für euch angefertigt worden. Was heißt El Patio? Warum hängt das da? Und was hat es mit dieser bepflanzten Wand auf sich? Ja, El Patio heißt Hinterhof, ist Spanisch und wir sind Spanien-Fans und deswegen haben wir Spanisch lernen angefangen und irgendwann kam in unseren Karteikarten das Wort El Patio, der Hinterhof, und dann haben wir gesagt, boah, das wäre echt total schön, wenn man so einem schönen Loft auch einen Namen gibt, ja, weil dann hat es einfach noch mehr Bedeutung und so ist El Patio draus geworden und haben wir den Schriftzug anfertigen lassen und freuen uns total drüber. Das sind so Matten, so Ecke, die kann man kaufen, die kann man zusammenstecken. Sieht noch nicht so spannend aus. Wir haben dann auch tatsächlich den ganzen Laden ausgeräubert und gefühlt alle Plastikplanten gekauft, was wir gefunden haben, was natürlich auch zusammenpasst, nicht nur irgendwas, waren dann in Töpfen. Und dann haben wir die aus den Töpfen abgeschnitten und wir haben mit dem Tacker und einfach da oben dann zusammen getackert. Das hat dann auch noch irgendeinen Nutzen gehabt, weil von der Wand kam es immer so kalt runter im Winter. Im ersten Winter, wo wir hier gewohnt haben, und dann haben wir gesagt, eigentlich bräuchten wir noch eine Isolierung. Und hinter der Pflanzenwand wurde dann praktisch noch die Isolierung versteckt. Auf die wurde das Ganze dann drauf getackert, weil das so ein bisschen weicher vom Untergrund war. Mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Cool! Ja, war dieser Raum vorher schon da oder habt ihr dieses Stockwerk komplett reingezogen? Der war so in der Lagerhalle noch nicht da. Der ist dann im Zuge vom Studioaufbau entstanden, also da ist dieser ganze Komplex hier hinten entstanden und wird jetzt als Kinderzimmer genutzt. Also als Schlafzimmer, hier steht noch ein Schreibtisch, kann man sich gemütlich zurückziehen und mal von den hohen Räumen erholen. Manchmal ist es auch schön, wenn man einfach einen kleinen Raum hat. Und hier hat man natürlich auch den Charme, dass man mal ganz nah an den Trägern dran ist. Ich sehe dazwischen noch dieses Rohr. Das gehört nicht zu dem ursprünglichen Träger dazu, richtig? Nein, wir haben im ganzen Loft eine Belüftungsanlage eingebaut und haben eine kontrollierte Wohnraumbelüftung. Und diese Rohre sind ja eigentlich nicht schön. Normalerweise werden die versteckt hinter Rigipsplatten. Man hat nur eine Öffnung, wo eine Düse ist, wo die Luft rausstrahlt. Hier haben wir uns aber doch entschlossen, dass wir das einfach zum Industrial schick machen und dass man wirklich dieses Rohr zeigt, dass man es schwarz anmalt. Und ja, das passt, finde ich, sehr gut zusammen und gibt wieder auch eben Spannung zwischen
schick modern und dann wieder das Industrielle. Was eigentlich sofort ins Auge sticht, ist dieser wunderschöne Boden, den ihr hier überall liegen oder verlegt habt. Was ist das für ein Boden? Das ist tatsächlich eine Räuchereiche und das Design ist französischer Fischgräb. Normalerweise sind es ja eher so kleine Stäbchen. Das heißt dann, wenn man die zusammensetzt, dann hat man vielleicht 40 cm und die zusammengesetzt geben ja ungefähr 1,30 Meter. Und das gibt ein ganz gewisses Gefühl, ganz gewissen Look und da haben wir sehr, sehr lang gesucht. Und natürlich fußbodenheizungsgeeignet und natürlich zu einem bezahlbaren Preis. Ich würde mich dann verabschieden, weil ich die Kinder noch abholen muss. Ja. Wünsche ich dir noch viel Spaß bei der Roomtour. Danke. Okay, wir sehen uns gleich. Genau, bis später. Wir gehen dabei mal die Schlafzimmer anschauen. Ja, Martin, also auch ein hoher Raum, vor allem auch mit Lichteinfall von oben. Kann man da drunter schlafen? Genau, also es ist ganz romantisch natürlich, kann man unter dem Sternenhimmel schlafen. Aber tatsächlich zum Schlafen ist es gemütlicher, wenn man es dann schließt und zumacht. Es ist einfach geborgener. So, ich mache mal das Oberlicht zu. Das ist ein Wasserdampfkamin, den wir hier eingebaut haben. Den haben wir auch am Festwasseranschluss angeschlossen. Und letztendlich ist es einfach nur Wasserdampf, der aufsteigt, beleuchtet ist. Und zwar wichtig, dass wir hier kein echtes Feuer haben im Schlafzimmer, dass wir den Raum nicht erhitzen, vielleicht auch noch Gasdüfte haben, sondern da hat man eher den Vorteil, durch den Wasserdampf macht man den Schlafraum auch noch mal ein bisschen feuchter und hat ein besseres Schlafklima. Und schön schaut es auch aus und gerade für die Kinder. Also man kann ja auch hier reinlangen. Und das ist nicht heiß? Ist nicht heiß, nee. Ja, das ist natürlich sehr kinderfreundlich. Super. Da oben entdecke ich gerade noch eine Einlassung. Da verbirgt sich noch irgendein Special, glaube ich. Was? Ja, da haben wir noch ein kleines Gadget eingebaut, und zwar einen Fernseher. Den möchte man normalerweise vielleicht nicht im Schlafzimmer unbedingt haben. Wir schauen auch sehr wenig Fernsehen, aber es gibt doch einfach mal den Tag, wo man sagt, ach, man mag im Bett liegen, sich was anschauen, und haben das dann so gelöst, dass wir den dann verstecken können und dann bei Bedarf ausfahren. Und dann habt ihr hier Master Bedroom mäßig eben auch das Bad. Genau, hier haben wir auch eine schöne Schiebetür. Die kann man komplett so machen und lässt sich komplett in der Wand versenken. Ist also dann komplett unsichtbar. Genau, alles vom Schreiner natürlich auch wieder maßgefertigt an die Gegebenheiten hier. Und ja, hier ist unser kleiner Wellness-Tempel, wo wir viel Zeit verbringen, auch mit der ganzen Familie. Und die Badewanne ist versenkt, nicht bodentief. Genau, die haben wir absichtlich versenkt. Wir sind ja hier vorher 3 Stufen hochgegangen. Und die Idee war, dass es einfach schön ist, wenn jetzt nicht da der Klotz steht, wo man vielleicht noch mal eine Treppe bauen müsste oder hochsteigt, sondern dass es einfach im Boden drin ist. Wir haben hier überall die Fliesen und dann haben wir aber an der Seite eine Art Tapete, oder was ist das für ein Material? Ja, das ist so eine Art Tapete, aber das ist tatsächlich abwaschbar und ist Vinyl. Und da war auch die Idee dahinter, dass man in dem Bad, was ja alles gefliest ist, einfach wieder ein bisschen Wohnlichkeit reinbekommt, wie eben eine Tapete das Ganze wohnlich macht, aber geeignet für ein Bad, dass man da auch wischen kann.
Die Dusche ist bodentief, da können wir einfach reinlaufen und sie ist auch breit. Habt ihr hier auch schon ein bisschen das Thema Barrierefreiheit mit bedacht? Es ist so geworden, weil der Platz da war und hier haben wir auch gesagt, da gehen wir bis hoch, haben oben eben auch ein Oberlicht reingemacht, Tageslicht kommt hier rein, kann man auch öffnen und hat nochmal dieses andere Raumgefühl, dass sich die Dusche nochmal öffnet und tatsächlich ist es auch ein schönes Erlebnis im Winter, wenn es richtig kalt ist, von oben strömt die kalte Luft rein. Das warme Wasser verdampft mit der Kälte zusammen und ja, einfach einen schönen Wellness-Charakter. Liebe Hausbauhelden, wir hoffen, diese Roomtour hat euch gefallen. Alle wichtigen Links, zum Beispiel zur Architektin und zum Schreiner, findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und denkt dran, wir suchen weitere solche Projekte wie dieses hier. Wenn ihr renoviert habt oder jemanden kennt, dann meldet euch bei uns. Wir kommen vorbei. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert den Kanal, am besten mit der Glocke, dann verpasst ihr garantiert keines unserer Videos.